Da kriegt man ein bisschen einen Drehwurm hier. Hier, der wird schon angemault. Wir registrieren uns. Hallo. Wenn man die Regeln nicht befolgt, wird man gleich aus dem Verkehr gezogen. Ja, willkommen in Bangkok, Feierabendverkehr am Nachmittag. Ja, hier ist schon der Markt am Rumwuseln und Frank Peterleur wuselt hier durch den Verkehr. Die Kamera nochmal neu richten. Ja, ist nicht ohne hier. Geht schon ein bisschen zu, ein bisschen mehr wie am Platter in Nürnberg. Ja, ich bin auf dem Weg zum Flughafen. Ich zog mal die Kamera wieder vorne drauf, dass ich die Hände am Lenker habe. Gehe zum Flughafen, mache heute einen kleinen Night Ride noch. Und zwar, ja, kennt ihr ja schon, habe ich glaube ich schon 2 Videos gemacht. Um den Flughafen rum, da geht da so eine Radspur, so eine Bike Lane, 23 Kilometer, kostenfrei. Man muss sich nur registrieren mit Passport und Telefonnummer. Ja, und dann kann man da mit freiem Eintritt rein und seine Runden ziehen. 2, 3, 4, 5 Runden, solange man will. Und heute will ich das allerdings mal mit Flutlicht genießen, weil ich war immer nur tagsüber, wenn kein Schwanz da war. Nur der dumme Tourist war da. Und die Thais kommen ja immer abends dann, wenn es dunkel wird, wenn es kühler wird, wenn sie Feierabend haben. Das will ich mir mal angucken. Mal gucken, wer sich da so rumtreibt, außer mir. Und dann wünsche ich schon mal viel Spaß bei diesem Video, Night Ride um den Flughafen Suvarnabhumi, Bangkok. Psyche spies from China try to steal your mind's elation, and little girls from Sweet Home Dream, silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all the Western civilization. The sun may rise in the east at least. It's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Oh Lord, hell, take me down now. Help us out. Hey, I served on very well to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin, or is that war you're waging? So, also es ist ganz schön tricky hierher zu kommen. Also Komoot würde ich jetzt da auch nicht vertrauen, das führt dich über die wildesten Schnellstraßen schon halb. Das letzte Mal, als ich hier war, wollte ich hier dieses Rondell hoch und auf diese Fußgängerbrücke, allerdings war die gesperrt. Jetzt habe ich gesehen, da sind allerlei Leute, also es ist offen. Hier sind auch schon ein paar Radler. Und daher kann ich jetzt nämlich bequem über den Weg da hinfahren und muss mich dann nicht über die Straßen da quälen, weil das ist schon ein bisschen Horror. Jetzt geht es erstmal irgendwie hier hoch, wie auch immer. Ich muss jetzt hier irgendwie außen rum. Da kriegt man ein bisschen einen Drehwurm hier. Hast du das jetzt oder kommt noch eine Schleife? Vielleicht geht es auch wieder nach unten, die Spirale, man weiß es nicht.
Marry me, girl, be my ferry to the world, be my very own constellation. Ja, ich müsste jetzt irgendwie gleich hier angekommen sein. Das geht schon wieder runter jetzt von diesem Hochweg. Ich kann mich erinnern, der endet genau hier an dem Food Court. Und da ist dann auch gleich die Registration. Die werde ich jetzt nochmal vollziehen, weil da kriegt man ja so ein Armband. Ich hatte zwar schon mal eins, aber das habe ich leider verloren über die Jahre. Wer hebt sowas auch auf? Gibt es ja ein neues? Jawohl, hier ist der Food Court. Hier gibt es dann Habba Habba, Mangiare und Flüssignahrung. 7-Eleven ist bestimmt auch hier. Der darf nicht fehlen. Nee, der heißt anders. Doch, ist ein 7-Eleven. Genau. Und hier wird dann gechillt. Ja, es ist doch wesentlich mehr los jetzt. Oh, die ist auch schon fertig hier. Mit ihrem Leben, mein lieber Schwan. Ja, ist mehr los als am Tag. Also am Tag ist es hier total verwaist. Keine alte Sau, da war ich der Einzige, der dumme Ausländer. Der Einzige, der in der Bruthitze fuhr. Schauen wir her. Da fahren sie alle. Ja, ist das geil. So, hier ist der Radladen. Hier kann man übrigens auch Räder leihen. Wer jetzt nicht mit seinem eigenen kommen will, der kann dann hier drüben sich ein Rennrad ausleihen. Also was das kostet, 20 Euro, 25 je nach Ausstattung. Hier so ein kleines für die Bambinis gibt es auch. Kann man hier ausleihen. Hier gibt es einen Klamottenladen, Radshop, alles. So, jetzt muss ich mal gucken, da vorne ist der Eingang, da ist schon ziemlich was los. Wo war denn die Registration? Die war doch hier links irgendwann so am Schalter. Ich muss mal gucken. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. A Cobain can Ah, das ist auch neu. Also hier haben sie jetzt ein Büro für die Snap, für diese Registration-Snap, diese Armbänder. Das ist also ganz am Anfang. Und hier geht es dann Katzengrad rein in die Bike Lane. Hier ist der Food Court und hier ist der Parkplatz. Da kann man also mit dem Auto dann kommen. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier... Hier? Ja, können wir schon angemault. Dass ich mein Rad hier abstellen soll. Gut? Okay. Dann gehen wir mal rein hier, registrieren uns. Hallo. 3, 2, 1. And this hour to enter the main tag, you can read and let accept the screen. Okay. Okay, jetzt habe ich dieses wunderschöne Armband hier bekommen. Das darf ich jetzt auf Lebenszeit behalten. Habe mich jetzt hier registriert mit Passwort und einer thailändischen Telefonnummer. Und ja, ein Problem habe ich jetzt. Man braucht eigentlich ein Rücklicht. Jetzt müssen wir mal schauen, ob sie mich reinlassen. Ansonsten muss ich mir wahrscheinlich eins kaufen hier. Ist jetzt blöd, aber naja, wir probieren es mal ohne. Es ist ja alles beleuchtet. Geht schon los. No, I don't. Because the rule is you must have the tail light to get inside. Oh, You can contact the information center for the tail light. they have one for me? Yeah. I can borrow? Ah, very good, thank you. I did not know that I need a tailor because everything is full with light here, so I thought I don't need. It's a new rule from the airport. Ah, I can borrow at the office, at the registration office? Yes, sir. Ah, very good. Thank you. Also, gleich erwischt worden. So kürzt sich das. Ja, wenn man die Regeln nicht befolgt, wird man gleich aus dem Verkehr gezogen. Richtig so. Aber ich kann mir wohl eins ausleihen. Jetzt bin ich mal gespannt, muss ich nochmal zurück zu der netten Dame, wo ich mich registriert habe. Ob sie mir eins ausleihen, das ist halt peinlich. Ich habe noch daheim dran gedacht, aber habe mir gedacht, ich feiere nachts nicht. Was soll ich jetzt mit einem Licht? Aber ja, das mit der Bike Lane, der Plan entstand später. Von daher ja, habe ich halt keins dabei jetzt. Aber mal gucken. Es gibt ja auch ein Radgeschäft hier, muss ich mir halt eins kaufen zur Not. So, jetzt sind wir ausgestattet. Gibt sogar umsonst. Man muss nur den
den Pass als Pfand hinterlegen, kann man sie kostenlos hier ausleihen. Dann das Rücklicht, das ist doch mal eine Geste. Ja? So, jetzt zweiter Versuch. Das Lustige war, die im Büro wusste schon Bescheid, dass ich komme und ein Licht brauche. Die hatte das schon in der Hand. Also du wirst hier voll überwacht. Die totale Überwachung in Thailand. Also nächster Versuch. Next try. What do you want? Ah, yeah. Okay. Yeah. Ah, okay. And here again? Okay. Ah, okay. Thank you. Also links hat es nicht funktioniert, dafür rechts. So, jetzt sind wir aber drin. Seitwärts. Auf geht's. Riding wrong way is not allowed. Number 2, no stopping or parking on riding surface at any time. Okay, da werden also gleich mal die Regeln durchgesagt, was man alles machen darf und was nicht. Also die fahren hier links rum. Let's go. Let's go. Jetzt müssen wir mal schauen, wo die langsame Spur ist, weil ich bin ja der Langsame. Ich glaube rechts, oder? Wie ist das jetzt hier in Thailand? Da wird rechts überholt, oder? Ich bin völlig verwirrt. Also ist links die langsame Spur. Da sind wir richtig. Passt. So, auf geht's. Night Ride um den Flughafen. Viel Spaß. So, nach vorne, nach vorne. Ne? Der Typ fährt auch ohne Licht. Den haben sie reingelassen. Ja, bodenlose Frechheit. Nochmal her, man kennt ihn kaum. Es macht schon Sinn, hier mit Rücklicht zu fahren. Ich dachte, es wäre irgendwie ärger beleuchtet. Da oben fliegt was. Ich dachte, es wäre irgendwie stärker beleuchtet, aber es sind doch bloß ein paar Funzeln hier, die ein bisschen ausleuchten. Aber es ist schon cool hier durch die Nacht zu radeln. Mal ganz anderes Feeling. Ja, und die Aufnahmen sind natürlich auch geil, weil ich verwende ja wieder die Insta360 Ace Pro 2. Die hat ja so eine geniale Funktion, dass es die Nachtaufnahmen super darstellt, schön belichtet. Nicht so ja, wie GoPro und DJI Osmo, die versagen da reihenweise in der Nacht. Aber die Ace Pro 2, die kriegt es locker hin, wie ihr seht. Alles super ausgeleuchtet. Wäre also mit GoPro und DJI absolutes No-Go. Wäre nicht machbar. Keine Chance. Da geht überhaupt nichts hin. Da seht ihr ja, so ein paar Lichtpunkte. Das war's dann. Aber hier sieht man alles wunderbar. Perfekt. Ja, und apropos Insta360. Verpasst nicht den Black Friday Sale am 20. November bis 4. Dezember oder 6. Dezember, weiß ich jetzt gerade nicht, aber 20. November geht's los. Gibt es wieder geile Angebote von den Kameras. Dürft ihr gerne meinen Link unten verwenden. Tut mir was Gutes bei. Kriegt ihr eine super Kamera. Seht ihr ja selber, was das hier für Aufnahmen macht in der Nacht. Ja, ich habe mich gerade gewundert, was kommt denn da für ein Geräusch von hinten? Da sind die schnellen Jungs im Anmarsch gewesen hier im Peloton-Stil. Eine Reihe, Mannschaftszeitfahren, einmal um den Flughafen. Aber da hänge ich mich jetzt nicht dran. Ich bin viel zu schwach und zu voll gefressen. Ich habe vorhin zu viel gegessen. Muss ich jetzt erstmal verbrennen.
Ja, hier gibt es auch immer wieder so kleine Raststätten, sage ich ja mal, wo man dann auf Toilette gehen kann oder, ja, hier sieht man, die Flieger kommen, auf Toilette gehen kann, oder das sind auch so Getränkeautomaten, da kann man sich dann erfrischen, oder Pause machen einfach. Ich heize jetzt mal hinter den 2 Thais her. Das ist ein ganz angenehmes Tempo gerade. 36, ja gut, das hatte ich jetzt Solo auch, aber die haben mich dann doch überholt, so ganz langsam. Haben vielleicht doch ein 3/4 km/h schneller drauf. So. Junge, Junge, was für ein Gebolze, ey. Oh. Die sind schon fit hier, die Thais. Sind jeden Tag hier, fahren hier abends ihre Runden. Ich fahre noch eine gemütliche 23 Kilometer Runde. Jetzt muss ich aber auf die linke Spur. Hier muss man sich sogar einfädeln. Schau mal her, wie auf der Autobahn. Schulterblick und rüber. Die haben schon aufgegeben hier. Treten den Rückzug an. Entweder Erschöpfung oder Defekt, aber wahrscheinlich Erschöpfung. Ja, es wurde jetzt immer schneller. Erst so, ich bin dann so alleine am Anfang gefahren.
Ja, es rollt ja gut, so 33, 34. Hast fast keinen Wind hier, alles flach. Dann kamen zwei Jungs von hinten, die sind dann so 35, 36 gefahren, dann wieder 34. Habe ich mal dran gehängt. Ja, und dann kam der Zug von hinten und dann ging die Post ab. Zwar auch nicht so viel schneller, aber dann am Schluss kam da noch einer auf dem Triathlonrad mit über 40. Da haben sie dann noch ein paar dran gehängt, manche haben sie ausgeklinkt. Ja, und ich bin dann bis zum Schluss an ihm dran geblieben, aber erst dann zum Ausgang. Und ich mache noch eine Runde. Ja, macht Bock hier, macht Laune. Vor allem auch mit der Kamera hier, nimmt halt alles super auf. Insta360, Ace Pro 2, beste Kamera für Nachtaufnahmen und für Actionaufnahmen, besser als DJI Osmo und GoPro. Da kommt der, der war auch in der Gruppe. Und kann ich nur wärmstens empfehlen, es gibt wie gesagt den Sale, Freitag, Black Friday Sale, 20. November, save the date. Oh, jetzt muss ich aber schnaufen wieder. Also save the date, speichere das ab und ich beende schon mal das Video. Roll jetzt noch ein bisschen gemütlich die letzten 20 Kilometer und dann war es das hier aus Thailand. Ach ja, und noch wegen meiner Festplatte, wegen den anderen Videos. Ja, es ist eine never-ending Story. Ich war heute noch mal dort. Ich habe eine E-Mail bekommen, 3 bis 5 Tage dauert es. Ja, dann bin ich noch mal hin, dann hat es geheißen, es dauert 2 Wochen. Da ist ziemlich stark was beschädigt. Es muss irgendwie, müssen da 2 so Platten aufeinander gedrückt worden sein und dann hat es irgendwie den Schreiber zerstört. Ich frage mich, wie das passiert ist. Ich habe das Ding weder runtergeworfen, noch habe ich es irgendwo unter Handelsscheiben gepackt. Ich weiß es nicht, Auf jeden Fall ist es stark beschädigt und sie wissen nicht, ob es überhaupt reparierbar ist. Aber wenn, ja, dann dauert es auf jeden Fall 2 Wochen. Da bin ich jetzt zwar nicht mehr da, aber ein Bekannter von mir ist noch da, 2 Wochen. Ich hoffe, dass es bis dahin fertig ist, dass er das holen kann, mir mitbringen kann. Ansonsten sollen sie es deponieren, bis ich wiederkomme. Also es hört nicht auf, aber naja, es ist wie es ist. Noch ist es rettbar, sagt man das so? Ja, noch ist es möglich, die Dateien zu retten, formulieren wir so. Und ja, muss man halt jetzt abwarten, keine Ahnung, wir werden sehen. Also dann, ja, gehabt euch wohl. Ich radel jetzt in die Nacht. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.